Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin es, euer Fix. Wir starten erstmal hier wieder ins Spiel hinein und dann geht es auch hier direkt weiter. Beim letzten Mal haben wir mit der 7. Runde angefangen. Bilde ich mir das ein? Oh, schau dich das mal an. Ich dachte gerade irgendwie, das ist so bloody scream-mäßig, es ist alles so rötlich. Nun gut, wir haben beim letzten Mal erfahren, wer unser nächster Feind ist in der finalen Runde. Und wie wir es uns eigentlich auch alle gedacht haben, ist unser letzter Kampf hier in diesem wunderbaren Turnier niemand anders als Saber und sein Meister Leo Basilisk Haraway. Der Erbe des Haraways und Unternehmens, Clans, wie auch immer. Eins ist zumindest sicher, ein harter Kampf wird das definitiv werden. Aber wir müssen erstmal hier unsere üblichen Pflichten erfüllen, wie die beiden Triggers bekommen. Und mir fällt gerade auf, Tiger war heute gar nicht da. Fällt mir nur mal so auf. So, First Floor, Level 33. Ich glaube, Level 35 müssten wir sein. Also sind wir auf einem akzeptablen Level. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir so Schönes hier drinnen finden, ne? Ah, the atmosphere of the arena felt more ominous than normal. And the noise felt as if it was going to rip me apart. The animosity being directed at me is almost palatable. It makes me want to throw up. The source of all of this hostility is definitely not Leo. Saber seems really on edge, but they are right. This feeling isn't coming from either Leo or Gavin. In fact, I'm almost sure what I felt this feeling is hatred before. But how is it? I think I understand now. I doubt there are two people capable of resisting such lethal malice. I'm not sure what kind of trick this might be, but you should prepare yourself, Predator. Wer könnte einen so großen Hass auf uns empfinden, ne, und sich gleichzeitig hier wieder in die Arena gehackt haben? Wir müssen ja überlegen, es sind ja alle tot. Es sind ja alle tot. Es ist ja nicht so, als würde jetzt noch irgendjemand die Chance haben, noch am Leben zu sein. While walking in the arena, a sudden burst of disorientation that sounds almost like a groan pierces my brain. Could it be? Oh. Tell us. Not yet. Die. Why? Myself. That was definitely a voice. I suddenly feel as if a wave of negative emotion is washing over me. Just ignore it, Master. It's just a meaningless elimination of the dead. It is not an enemy of ours. Saber's words immediately bring me back to reality. While the aura of negativity is still very much there, the voice that seemed to ring in my head is gone. There's no doubt as to what that voice belongs to. But how? If I want to know the truth, I have to keep moving forward. Diese Stimme, übrigens, ihr seht, es kriselt jetzt auch hier wieder so ein bisschen mysteriös. Diese Stimme ist nämlich niemand anderes als Julius. Auf 1000% ist es Julius. Die Frage ist, wie zur Hölle kann das sein? Julius? Ach. Ganz kurz, wie ich auf diese lustige Theorie komme, dass das überhaupt Julius ist. Julius Haraway, den wir ja hier in der 5. Scheiße. Genau, Mann. Genau, Mann. So mag ich meine Kämpfe. Ich wollte den jetzt erstmal schocken und so, aber das hat natürlich wieder nicht geklappt. Lass mich kurz meine Gedanken ausführen. Nämlich der gute Julius war unser Konkurrent noch vor gar nicht mal allzu langer Zeit, bevor wir ihn dann getötet haben, in der 6. Runde war es. Die 7. Runde war ja Rani und... Oh. Frag mich nicht, was ich hier mache. Vielleicht gehen wir Game Over. Beginnt schon mal sehr gut. Ha, sehr gut. Break. Sehr gut. Haha, okay. Erster Move nicht so gut, aber Rest okay. Wir haben ihn ja bekämpft. Haben ihn besiegt und Julius hat ja damals auch diese Worte gesagt, ich bin noch nicht bereit zu sterben, ich habe noch was zu tun. Und genau deswegen bin ich jetzt drauf gekommen. Und es macht ja auch Sinn, diese Aura des Bösens, muss ich auch eigentlich immer direkt an Julius denken, weil der hat uns ja so abgrundtief hier gehasst und hier uns erst einmal den Tod gewünscht. So, breaken wir einfach viel, Mann. Bam! Und deswegen würde ich jetzt mal sehr, sehr, sehr stark
annehmen, dass sich das hier um Julius handelt. Und als wir ihn bekämpft haben, damals war das ja auch so merkwürdig. Wir haben ihn bekämpft, wir haben ihn besiegt und anstatt dass er aber verschwindet, übrigens, wir werden hier wunderschön in eine Richtung gelotst, anstatt dass er dort verschwindet, kam dann so eine mysteriöse Aura oder so etwas in der Art. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber zumindestens, er ist damals nicht gestorben. Er hat sich scheinbar irgendwie rausgehackt oder was auch immer. Ich nehme gleich mal hier die andere Kleidung, weil ich befürchte fast, dass wir gegen Julius kämpfen müssen und ich weiß jetzt nicht. Er ist ja eigentlich nicht mehr dabei, also irgendwie sollte er ausgestoßen sein. Deswegen würde ich dem Spiel schon zutrauen, Mann, dass es mir jetzt sagt, hey, du musst jetzt gegen Julius kämpfen bis zum Tod. So. Scheiße, schmeißen wir in die Tagestale ein. 1000 Punkte, Mann. The disseration sears my brain like a hot iron. Dark thoughts seem to work their way through my entire being. The sudden chill that courses through my body sets to shaking and I feel like I'm being turned inside out. I try to stop the intrusion of these evil thoughts into my consciousness, but they continue to enter my mind. His name is dejection. His origins lie in disdain and spite. His name is abomination and hatred. In his past is gone and ridiculous. In other words, 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 apathy towards everything. What? What is this? These overwhelming emotions. What's the source of this deranged irrational that is rejected and rejects, denies and is denied? It feels as if it crawled out from the darkest deeps of hell. I muster all the strength I can and barely manage to endure the onslaught that threatens to engulf me. Jerusalem. Is that someone's voice? I push through the disseration and focus my attention on the voice. Experiment will begin. We will move the lever to observe the response. No antithesis will be used. Failure, 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 failure. Less than useless. This individual has no right to exist and has nothing to contribute to the future. No value, no ability. It's a failure. Its design is flawed. And the rate of aging is twice that of a normal person. I predicted its lifespan will be 25 years at best. What a failure. It's hopeless. This is the most unforgivable of sins committed against nature. It'd be understandable if it came from the common stock, but it came from a superior life form. Refrain, stop. The voice suddenly stops. As I concentrate harder, I can see a figure beyond the disseration. That must be a woman. I focus my concentration, and as I stretch out my hand, a scene plays out before me. There you are, Miss Alicia. That voice, it sounds much younger, but it definitely belongs to Julius. Though his voice is audible, his figure doesn't appear. This must be his memory then. The woman named Alicia turns toward Julius, but time has degraded the memory of her facial features. Oh, Julius, what's wrong? Yes, the matter is good. I see. So it's that old 80. The sunlight was so warm, felt so good, that I had just happened to forget time it was. Let us hurry. Won't get pun if we make this just a little longer. Anyway, Joel, your son, we're a better father. Knows I have be dead. It should be a highway. The only of the race, Leo. Master, what's wrong? You must come back to reality. Can you hear the sound of my voice? I'm here. The sound of Saber's panicked shouting brings me back to reality. The voice I heard in the memories faded at the end and I couldn't understand them, but those memories definitely belongs to Julius. Perhaps he was trying to tell me something. Buried under all those dark memories was a cry of sorrow. I have to go on. I have to learn what the owner of that voice is seeking.
Oh nein, Leute. Julius wird kommen und uns wieder den Allerwertesten versuchen. Ich freue mich. Nein! Oh! Break, Defense, Break. Break. Ich wollte eigentlich mein cooles Ding wieder benutzen, aber irgendwie hatte ich das nicht ausgerüstet. Was ist der Totenkopf für ein Symbol? Ich will es gar nicht wissen. So. Nun gut, okay, Julius Harry, ein netter Zeitgenosse, wie wir hier gerade erfahren. Aktuell am eigenen Leib. Equipment. So, wo haben wir es denn? Shockwave, Second Strike. So kann man nämlich jeden Gegner, wo man keine Ahnung hat, wie man den bekämpfen soll, am leichtesten ausschalten. So. Dann gehen wir da hin. Machen Break, Defense, Break, Defense. Zack. Critical. Zack. Critical. Dann greift er an. Und gecounter, Mann. Wir hauen richtig viel Critical Hits aus, fällt mir gerade mal auf. So. Aber für 492 Erfahrung ist ein bisschen wenig. So, das ist die nächste Erinnerung. Da tue ich doch das lieber aus, was Mann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Julius gleich kommen wird, Mann. Und wir gegen ihn kämpfen müssen. Bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher. Oder stealthen wir uns daran vorbei? Fast. There's it again. The black thoughts encroach up in my brain like closing ways. Concentrate on the owner of the voice. I'm drawn to those dark thoughts, avoiding the disorientation that's tried to envelop me. I reach out with my hand. Where's that figure? When I settle my thoughts, a scene suddenly begins to play in my mind. In this, the continuation of the scene from before. Let us hurry. Making him wait just a little longer won't be enough to get us in trouble. Anyway, Julius, you're a son. Why don't you call him father? I can't. I don't have the right. I was not born with that which is needed to lead the hero race. The one who will succeed the throne is Master Leo. That's how it is. Tell me, what is that he has been so occupied with as of late? He is receiving training by having knowledge burnt into his brain. It's a sound traumatorial process. All of the terrible surgery, and he's only 3. Even as his mother, I so rarely see him. Master Leo will one day stand at the pinnacle of the protectory the heroes have built in Europe. The rule of the Western Europe, a burden that pains a mother to see her child's shoulder. Julius. Yes. That's Prev Leo. Yes, I exist only for that purpose. Are they now to make the relic holy grey, as have served? The servant that I said summoned is an East ritual artist, named Rin Tohsaka. I lodged this. Okay, das gibt mir jetzt, Leute. Das ist schwer zu sprechen. Man kann sich nicht so viel daraus hier Informationen beziehen. Could these be Julius' memories of the time before his soul become a neurocausal stained as an assassin? I focus even harder on what I am seeing and reach out even further. Something is there. What is that you want to say? And when I finally reach the absolute depth of the blackened soul behind those memories. Let me die, let me die, let me die, let me die. Master, don't be a fool. Can't you even open your eyes? You worthless dolt. Saber's almost screaming in desperation and fear. It seems that I'm still alive. My hands are still clenched into a fist. I'm covered in sweat and I'm panting with exertion. I give a nod the opposite distressed Saber to show her I'm okay and then slowly get to my feet. But it was there, a cry for help in the depths of Julius' consciousness. I have to know what it means. Heute kann man Julius nicht einfach sein lassen, was er will. Wie ein gnadenloser, wahnsinniger Killer. Ich finde, das hat er eigentlich ziemlich gut immer hinbekommen, Mann. Und wieso müssen wir das jetzt unbedingt ändern? Sind das Gegner? Ich bin mir gar nicht sicher, Mann. Schaffen wir es vor dem zu entkommen? Ich glaube nicht.
Scheiße. Nein, die Kamera hat sich gedreht, Mann. Dreckskamera. Hier setzen wir zur Sicherheit Welt of Fate Extra. Nicht, dass mich dieses Drecksding alle macht, Mann. Sehr gut. So, und dann machen wir Welt of Fate, Mann. So. Genau. Passt schon. Okay. So, das ist ein Nephilim, so wie ich das sehe. Wir haben noch nie einen Nephilim in einem Part bekämpft. Zum allerersten Mal bekämpfen wir es mal so ein. Bei dem muss man nämlich vorsichtig sein. Das sind nämlich ziemlich starke Gegner. Heim uns nochmal. Ach, ich will gegen den wirklich mit voll Leben kämpfen. Scheiß drauf. Scheiß drauf, setz mal so ein Item ein, Mann. So, komm. Dann machen wir den hier. So. Schöner Move. Dann geben wir ins Equipment. Tun hier 12 Repetence holen und dann legen wir gleich mal los, Mann. So. Okay. Nephilim. So. Break. Dann machen wir hier den schönen Schock. Breaken den gleich nochmal. Break, Attack, Break. So. Zack. Alter, schaut euch mal an, wie viel Leben der hat, Mann. Der hat nochmal um einiges mehr als alle, die ich bis jetzt zuvor bekämpft habe. So. Aber wir hauen jetzt erstmal schön einen Triple Move hinterher, Mann. So. Zack. Schlecht. Schlecht. Alter. Game over. Leute, Fate Extra ist echt das Scheißspiel, Mann. Oh. Habe ich schon mal gesagt, dass Fate Extra echt hart ankotzen kann, dieses Spiel, Mann. Alter, Mann, ich kämpfe, okay, ich schlag mich halbwegs gut, okay. Game over. Einfach so. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So lala, und schon sind wir wieder da und wieder bei diesem lustigen Nephilim. Und diesmal sind wir in Runde Nummer 2. Weil Runde 1 ja nicht ganz so gut gelaufen ist, machen wir trotzdem hier wieder Shock, dann entfernen wir und dann breaken wir, Mann. Jetzt wird er zumindest in der ersten Runde nicht Daumen bekommen, das ist schon mal gut, Mann. So, und unsere Special Moves heben wir dann für die zweite Runde auf, Mann. So, weil die erste Runde sollten wir immerhin überstehen. So, bam, sehr schön. Dann erstmal hier ein extra Move. Ist auch jetzt, Mann. Einfach so, zack, eine Session, Mann, und dann ist es doof, Mann. Man kann nicht so viel dagegen machen, weil, ja. Kann passieren, Mann. Schade. Okay, 523, Mann. Okay, die Hälfte haben wir ihm abgezogen, Mann. Jo, was machen wir den? Fandos Applaus. Komm, hauen wir gleich mal Fandos Applaus raus. Dann machen wir den. Dann, defenden wir. Da breaken wir, komm. Scheiße. Da und hier zur Sicherheit nochmal Fandos Applaus. Wenn er bis dahin noch nicht down ist. Komm. Zack, zack. Ja, okay, wir haben ihn bis dahin locker da, Mann. Fandos Applaus, Mann. Nehmen wir noch der beste Move, Mann. Okay, einmal kannst du mich nochmal batschen. Oder ich batsch dich. So, okay. Gut, damit haben wir einen Nephilim besiegt, Mann. Und dafür gibt's 2300 Erfahrungspunkte. Eine schöne Belohnung, Mann. Aber nicht die Umstände. Nicht den Umständen entsprechen, die ich hier opfern musste. Das waren 5 Minuten, Mann. 4, ja. Leute, wenn man hier keine... Übrigens, das ist Cypher Key, Mann. Gar nicht mal so weit weg, aber wir kommen leider nicht dran. Eigentlich ist man immer ziemlich schnell. Ach komm. Weißt du, du Drecksgegner, Mann. Ah, das ist der Gegner, der...
Ich kann nicht immer so risikoreich hier meine Special Moves, 3-mal darf ich einen Gegner nicht einfach am Stück angreifen lassen, Mann. Ansonsten ist das nämlich mein Tod immer. Und da habe ich keinen Bock drauf, so. Genau, das geht wegen so einer Scheiße. Genau wegen so einer Scheiße. Zum Glück habe ich gegardet, Mann. So, hauen wir nochmal Weight of Palace aus, dann ist er mal ein Daumen. Genau. Weil wenn ein Gegner 3-mal am Stück dran ist, dann kann er einfach mal seine Assassin raus, sondern wie wir bei dem lustigen Neville gesehen haben, auch wenn ich volles Leben habe. Das heißt nicht, dass er mich damit nie ins Tüte, Mann. So, 633. Sind wir jetzt mal langsam fertig, Mann. Dreckstühle ist, Mann. Ja, komm halt und dann bekämpfen uns, Mann. Dann regeln wir das wie Männer und nicht so wie du, so ein kleines Mädchen bist. So. The almost tangled animosity is coming from the end of the corridor. Although the source of it isn't approaching, I can tell that it's incredibly dangerous. I somehow know that hatred is directed at me. It is so intense that it feels as if my very soul is being impaled by it. This must be coming from the one person. Why hasn't he moved on the nether realm, on to the nether realm? Master, I cannot ignore anything that possesses a threat to you. Just give the command, and I will take him down and make sure he stays there this time. The source of the feeling of hatred is Julius, but his power seems different than when I last faced him. The threat before me is very real, but I have Saber by my side, and if I don't defeat the enemy before me, I still never make it to the elimination battle. In addition, even as the force of his grudge hits me, I feel something other than a desire for my death. I want to know what that feeling is, no matter what may waiting for me. So, dann schauen wir gleich mal. Und da ist er. Und Assassin auch noch. Ja! It has been a while since we last met, Maxie. The man standing there greeted me in the quiet voice. The serenity of his voice contrasted with the chaotic and noise-filled atmosphere of the arena. You don't seem surprised to see me. Is that not so? You defeated me, but I have returned because of a question I wish to ask you. Also, I will not be defeated by one such as you. I cannot allow myself to fall to one such as you. I don't quite understand what exactly is driving me, but it is those feelings that brought me here. What is he talking about? I understand hating the person that defeated you. That's only natural. But what question could possibly be so important? What is Julius trying to say? You don't understand, of course, how could you? This is truly just too funny. I'm the only one who knows who and what you really are. Unlike a mere ghost, such as yourself, I am alive. After I felt I become a ghost, by falling through the perdition created by Seraph, I fought to continue on. Right at the end, I saw the truth. As the moon cell began to tear me apart, I saw what you really were. And as if the remnants of his sanity finally snapped, Julius suddenly lets out a roar of maniacal laughter. In addition to the hatred and insanity reflected in his eyes, there was a sense of obligation and duty. Has the killer before me come back from the dead to fulfill his duty? That's exactly right. I could accept defeat at hands of any other master, but you being the one who defeat me is unacceptable. Whether this world lives or dies, should it be decided by us. Choices that will determine the fate of the world should be made by those living in the present, not by you. A relic of the past like you should not be allowed to influence what happens here and here now. What did Julius just call me? A relic of the past? I'm not only a emanation of someone's life, but I was never part of the present? That's correct. You are a reproduction of someone who lived 20 years before the world slid into stagnation. Then all of the imagery that sometimes appear in my dream is the last moments of his life, which ended decades ago.
correct. That is why I cannot allow you to defeat me. The changes that must be made in this era will need to be done by us. Leo, my brother, must be king, or... That's it. That must be the reason. That's my one responsibility. That is what keeps me trapped here. But nothing matters. Please, put me out of my misery. Round 6 has already come and gone. One more person, one last victim. Once I kill you, my duty will be done. This is your final moment. Please, just let me kill you. The man hisses out his command. For a moment, I'm violently dizzy as my vision spins. I fall into a pit of darkness. Alter, was ist mit Assassin? A violent battle hoe tears through the air and sends a tremor running through the ground. That must be Assassin. No, wait. He's different from before. The looks of an insanity only belongs to a Berserker. Master, there is something very wrong with Julius' left arm. My servant mumbled mysteriously under her breath. I see what he did. That's not his arm. He stole another master's arm and attached it to himself. Julius must ambush a great number of masters and killed them. He somehow managed to preserve one of his victims' arms and appropriated their command seal. I wonder which master arms he stole. What if that arm belonged to our master of a Berserker? It seems that servant also belongs to the Berserker class. A servant belongs to 2 classes. Intriguing! Most servants have only 1 class, but this one has the attribute of 2. His power must be incredible. I can't believe that this servant's mind and body have been able to endure this outraged injustice. I need neither rational thoughts nor current memories. Everything comes to an end now. Now, burn to ashes. Ja! Erster Tag der neuen Runde und gleich mal Julius. Okay, Match Level. Ja, Stun. Fahr zur Hölle, Mann. Kann ich nochmal stunnen? Nein, natürlich nicht. Okay, dann lasst ihr der wieder aus und dann breaken wir und attacken wir. Ja, genau, Mann. Erster Tag und der langweilt mich schon so hart, Mann. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr, Mann. So, und dann hauen wir. Ja, erster. Nein, oh, ich hätte das so schön breaken können. Wieso mache ich das nicht? Zack, 1112, okay, gut. Sehr schöner Break. Leute, Mann! Oh, nicht schlecht. Okay, wir werden trotzdem krepieren. Schock? Ich schock dich da einfach, Junge, Mann. Und hier break ich dich, Mann. Da. Alter, wie viel haben wir bitte angezeigt, Mann? 5 Watt Moves, Mann. Okay, ist eigentlich ziemlich geil, Mann. Alter! Alter, ich habe ihn geschockt. Das hat ihn nicht gestört. Zum Glück werden mir alle anderen angezeigt, Mann. Oh, Alter, Mann, das wäre sonst richtig übel geworden. Okay, ziemlich unfair, Mann, aber er hat nicht mehr so viel Leben, aber trotzdem verdammt unfair, Mann. Extra Jump, Mann. Boom. So. Jetzt. Er setzt immer am Anfang seinen Special Move ein. Das habe ich schon kapiert. Aber es bringt mir trotzdem nicht, weil ich muss mir heilen, Mann. Glaubt er. Ja, komm, der zieht nicht 600 an. Obwohl, ich will kein. Wir heilen uns gleich am Anfang, so, damit man kein Risiko eingehen. Recover. Defend. Thunderous Applause. Defend. Das sollte reichen. Wow! So, jetzt wieder seinen hässlichen Special Move ein. Ich sehe es doch schon. Stalking Tiger, Mann. Ey, Leute, Mann, Julius kommt von den Toten wieder, Mann. Er raged einfach los, Mann. Er lebt noch. Schau dich, es hat 46, Mann. Das hätte uns umgebracht, Mann. Er wird auf einmal zu einem Monster. Er hat sich den Arm von irgendeinem anderen Studenten geklaut. Nein, er defendet. Ja, egal, trotzdem 1000. Okay, das ist ein Todmann. Ja, okay, sage ich. Servus, Berserker Assassin. Ich fand dich immer sehr cool und ich finde echt schade, was dir hier angetan worden ist von Julius. Und eigentlich kein so harter Kampf war. Aber wir haben ihn ja auch schon mal besiegt. So, okay, 3000 Erfahrung, Level 36. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut und beim nächsten Mal schauen wir weiter, wie es mit Julius weitergeht. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.